Wie kommt man denn als junger Mensch zur FDP? Das sind ja nicht unbedingt die coolen Jungs, die da sind. Doch, die coolsten waren bei uns bei der FDP, das würde ich schon sagen. Herzlich willkommen in der HR Wählbar. Wir haben die 6 Spitzenkandidaten zur Landtagswahl hierher eingeladen, weil wir ihnen in der Bar ein bisschen näher kommen wollen, und zwar politisch wie menschlich. Und das Ganze natürlich nicht allzu bierernst. Hallo Herr Naas. Hallo Frau Wellstein. Willkommen in der Wählbar. Herr Naas, das ist Bastian Koff, mein Kollege. Hallo, grüße Sie. Sie wurden ja auch ausgesucht als Spitzenkandidat und dann gewählt, weil Sie so ein bisschen für das Kernthema der FDP stehen. Sie haben selbst gesagt, Wirtschaft, das ist ja das, was die FDP-Wählerschaft am wichtigsten findet. Und manchmal sagen die Leute auch über Sie, Sie sind so der Posterboy. Sind Sie so einer, der schon mit Einstecktuch und Goldknöpfen in den Kindergarten gegangen ist? Oder Nee, empfinde ich gar sind Sie nicht das so. gar nicht? Nein, also ich bin der Erste in meiner Familie mit Abitur. Also meine Eltern sind Angestellte gewesen und ich komme aus einem Ort, wo meine Familie schon sehr lange lebt, aus Steinbach. Und ja, ich hatte alle Freiheiten bei der Berufswahl und habe mich für die Rechtswissenschaften entschieden, bin immer da geblieben, war schon immer kommunal sehr verbunden, habe ab meinem 18. Lebensjahr ehrenamtlich Kommunalpolitik gemacht, das 17 Jahre gemacht und hatte dann die Chance, als hauptamtlicher Bürgermeister auch noch mal in dem Ort auch hauptamtlich Verantwortung zu tragen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber ich habe gedacht, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, und habe mir eine neue Aufgabe gesucht und bin dann in den Hessischen Landtag gekommen. Und ich habe halt eine Lehre vorher gemacht, eine kaufmännische, und ich habe mich schon immer auch für wirtschaftliche Dinge interessiert. Und dann kam dieses Sprecheramt und aus dem Sprecheramt dann auch die Spitzenkandidatur. Aber wie kommt man denn als junger Mensch zur FDP? Das sind ja nicht unbedingt die coolen Jungs, die da sind. Doch, die coolsten waren bei uns bei der FDP, das würde ich schon sagen. Also wir haben uns geärgert. Wir hatten einen ganz konservativen Politiklehrer. Der hat auch immer für die CDU gewettert und dann haben wir gesagt, das ist deutlich zu konservativ. Hier muss mal eine freiheitliche Position her. Und dann haben wir uns zusammengetan im Unterricht, haben immer dagegen gehalten, argumentativ. Und dann nach der Stunde haben wir irgendwann mal gesagt, wir müssen mal einen Ortsverband der Jungen Liberalen gründen. Das haben wir 92 in Steinbach gemacht und daraus ist doch das eine oder andere entstanden. Sie sagen ja gerne von sich, Sie sind der Anti-Al-Wazir, also der Gegenentwurf zum amtierenden Wirtschaftsminister. Was finden Sie denn an dem so schlimm, dass Sie sagen, der muss anders sein? Die Politik. Ich glaube, dass da mal ein Schub notwendig ist für Hessen. Mehr Investitionen in die Infrastruktur, in den Straßenbau, aber auch in die anderen Verkehrsträger. Wir sind ja eine Mobilitätspartei. Also wir setzen auf alle Verkehrsträger. Jeder soll selbst entscheiden, wie er zum Ziel kommt, ob er mit Zeppelin kommt, ob er mit der Eisenbahn kommt oder ob er zu Fuß oder mit dem Auto kommt. Bin ich mal gespannt, ob Sie Zeppelin-Landeplätze ausweisen. Herr Naas, wir wollen eine Runde Billard mit Ihnen spielen. Das habe ich lange nicht. Ja, diese Kugeln sind vorbereitet. Da ist ein Loch reingebohrt worden und in jedem dieser Löcher steckt eine Botschaft aus einem Parteiprogramm der Parteien, die im Landtag vertreten sind. Und wann immer es Ihnen gelingt, irgendeine Kugel außer der weißen einzulochen, haben Sie damit das Thema gesetzt. Na, wollen wir mal gucken. Ja, wollen wir mal gucken. Zieh mal die Jacke aus. Das können Sie gerne machen. Jawohl. Ja, jetzt haben Sie die einzige eingelocht, die Das war schon auf dem Tisch bleiben sollte. Der Nummernkugeln eingelocht ist. Ui, Ja, das war doch Anfängerglück, würde ich mal sagen. das passte doch gut. Das ist die Nummer 2. Der Fachkräftemangel im Bereich der frühkindlichen Bildung ist eine enorme Herausforderung. Als konkrete Maßnahmen, um den Erzieherberuf attraktiver zu gestalten und mehr Männer in diesen zu integrieren, fordern wir eine flächendeckende Ausbildungsvergütung, die Stärkung der dualen Ausbildung sowie eine Erhöhung des Einstiegsgehalts. Welche Partei fordert das? Also die Problembeschreibung ist völlig richtig und die konkrete Maßnahme, Erzieherberuf attraktiver gestalten, ist richtig.
Flächendeckende Ausbildungsvergütung wollen wir Freie Demokraten auch und die Stärkung der dualen Ausbildung natürlich. Erhöhung des Einstiegsgehaltes. Ja, Einstiegsgehalt, das findet sich so in unserem Wahlprogramm nicht. Und die besondere Hervorhebung der Männer im Erzieherberuf kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich würde auf die SPD tippen. Es ist nicht ganz richtig. Es ist tatsächlich die FDP. Steht so in Ihrem Programm. Jetzt habe ich das eigene Wahlprogramm nicht erkannt. Na gut. Da muss ich an der Stelle noch mal genauer lesen. Da ist eine. Wirtschaft, Wohnraum soll zum dauerhaften Wohnen dienen und nicht leer stehen. Das sind schon mal nicht wir. Oder vernichtet werden oder als Büro oder dauerhaft als Ferienwohnung verwendet werden. Ich glaube, dazu haben wir nichts im Wahlprogramm. Dafür schaffen wir ein Wohnraum-Zweckentfremdungsgesetz, das den Gemeinden die Rechtsgrundlage zum Handeln gibt. Von wem stammt das? Das könnte die Grünen sein. Sind die Grünen. Finden Sie es richtig, dass Wohnungen leer stehen sollten? Nein, Wohnungen stehen meistens nicht leer. Sie sind viel zu wertvoll, um sie dauerhaft leer stehen zu lassen, wenn sie vermietbar sind. Und deswegen glaube ich da jetzt nicht dran, dass wir einen so hohen Leerstand haben, dass wir das jetzt besonders hervorheben müssten. Ja, also ich setze auf den Einzelnen, dass er am besten weiß, was er mit seinem Eigentum macht. Und deswegen vertrauen wir da sehr stark dem Markt. Deswegen wäre das jetzt keine Formulierung für uns. Aber Tatsache ist ja, dass Wohnraum knapp ist, zu knapp für viele Leute und zu teuer. Was haben Sie da für Rezepte? Ja, wir wollen den Einzelnen stärken, Wohnraum zu schaffen, das Vertrauen von Menschen fördern, auch in den Wohnraum oder in neuen Wohnraum zu investieren. Und wir wollen, dass es am Ende private Investitionen gibt. Der Staat wird es am Ende nicht drehen können. Wir haben ja 2,4 Millionen Wohnungen in Hessen. Und davon sind über 2 Millionen sind in Privateigentum. Und deswegen kommt es nicht auf den staatlichen Bereich an, ob der es schafft, ein paar Wohnungen mehr im sozialen Wohnungsbau am Ende zu bauen oder vielleicht das eine oder andere an der Stelle zur Verfügung zu stellen, sondern es kommt auf den Privaten an. Sie drehen den Wohnungsmarkt nur über die Privaten und da brauchen wir viel mehr Investitionen. Ja. So. Ziffernbenotung vor der 3. Klasse wollen wir abschaffen und durch Entwicklungsberichte ersetzen. Das ist zumindest nicht die FDP. Da haben Sie recht. Und das ist auch nicht die CDU. Es könnten die Linken sein. Könnte, ja. Oder die Grünen, SPD. Ist so eine linke Idee, meinen Sie? Keine Noten mehr zu geben. Ich tippe mal auf die Grünen. Richtig. Da habe ich 2 wenigstens. Ja, das sind die Grünen. Warum halten Sie davon nichts? Dass man den Kindern nicht nur eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 verpasst, sondern einen ausführlichen Bericht. Hier liegen deine Stärken, hier liegen deine Schwächen. Wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Dann wissen die genauer, woran sie sind. Also ich glaube, die Entwicklungsberichte, die sind gut, aber ich glaube, dass es auch Noten braucht, weil Noten halt eine Vergleichbarkeit herstellen. Ich komme aus einer Zeit, da gab es auch Entwicklungsberichte, dann wurden die Texte verglichen und die Texte in Noten übersetzt und dann wieder sozusagen entschlüsselt. Ja? Also sie werden erst verschlüsselt in Textbausteine und dann werden sie wieder entschlüsselt. Und dann kann man doch eigentlich gleich sagen, das ist eine Note, die ist griffig und insofern finde ich, ist da auch der Leistungsgedanke sozusagen wichtig, damit man auch eine Vergleichbarkeit hat und dann nicht philosophiert, ob eine Redewendung besser oder schlechter ist. Wie waren denn Ihre Noten als Schüler? Oh, ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Was war wo waren Sie besonders schlecht? Ich hatte ganz große Schwächen. Französisch war bei mir immer zwischen 5 und 6. Versetzung gefährdet und Englisch Katastrophe natürlich, also Sprachen. Und ich hatte aber auch ganz große Stärken. Also gab es bei mir eigentlich nicht die Note 3. Also es gab die 4, 5, mit Nachhilfe dann 4 vielleicht. Und ich habe sie auch irgendwie geschafft. Oder dann halt die 1 in Mathe oder in Kunst oder in Geschichte. Das waren so meine Stärken.
Und wir kommen zu einer Runde Bierdeckelbekenntnisse. Das heißt, 10 Bierdeckel, 10 Fragen, 1 Minute Zeit. Am besten nicht lange drüber nachdenken, einfach Antwort raushauen. Wenn Sie was nicht beantworten wollen, einfach weiter sagen. Schauen wir mal. Ich glaube an Sie. 1 Minute läuft jetzt. Welche Superkraft hätten Sie gerne? An 2 Orten gleichzeitig zu sein. Was ist Ihr Lieblingsluxus? Manchmal einen Tag ohne Termine zu haben. Was machen Sie ständig, obwohl Sie es gar nicht können? Weiter. Was bereuen Sie? Manchmal zu wenig Zeit für meine Tochter. Glauben Sie an Aliens? Nee, Quatsch. Für welchen Gegenstand haben Sie Gefühle? Für meine 2 ganz süßen Hasen. Was würden Sie an sich ändern? Eine Menge. Aber ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Wann ist Lügen okay? Eigentlich nie, außer Leben und Tod natürlich. Was sehen Sie morgens als allererstes? Meine Uhr, die mir sagt, dass ich aufstehen muss. Worüber lachen Sie? Über eine ganze Menge. Die Minute ist rum. Wie werden Sie jeden Tag ein bisschen besser? Bezieht sich auf die Frage, was würden Sie an sich ändern? Haben Sie gesagt, Sie geben sich ja jeden Tag... Manchmal mehr Geduld. In meinen allerersten Zeugnissen stand auch, Geduld ist nicht so seine Stärke. Und da arbeite ich schon auch ein bisschen dran. Gerade in der Politik braucht man ja... Ja, braucht man viel Geduld, aber ich würde schon sagen, manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Ich kann auch ein bisschen geduldiger sein. Für welche Gegenstände haben Sie Gefühle, beziehungsweise für welchen Gegenstand? Da haben Sie Ihre Häschen genannt. Ja. Ich sage jetzt mal, Herr Hase, es wäre für mich jetzt kein Gegenstand. Nein, aber also Tier. Tier, ja. Mit den Tieren sind Sie... Bisschen BGB, Tiere sind Sachen und auch wieder nicht Sachen, Lebewesen, Geschöpfe. Also ja, haben Sie recht. Mit Tieren sind Sie auch groß geworden. Ja. Ihr Vater hat Tauben gezüchtet. Ja. Woher wissen Sie das? Ah, das Internet. Wie ist das mit den Hasen? Sehen Sie die oft, wenn Sie jetzt im Wahlkampf sind? Ja, ich habe sie ja heute Morgen gefüttert. Anna ist unsere wählbare Jukebox mit allen möglichen Musiktiteln und wir würden Sie bitten, einen auszusuchen, weil wir mal hören wollen, was Sie für einen Musikgeschmack haben. Nicht digital. Nein, das ist wirklich ganz analog. Aber sehr, Digital wäre sehr langweilig. nostalgisch, sehr schön. Also ein paar Sachen kenne ich, also meisten, aber ich würde mal Wind of Change nehmen. Das ist vielleicht das prägendste Lied auch meiner Jugend, Anfang der 90er Jahre. Deutsche Einheit, Wiedervereinigung. Ja, und eine spannende politische Zeit auch. Ja, dann Bitte. dürfen Sie Draufdrücken? C3, oben. Können Sie das mitpfeifen? Ich finde, das ist ein sehr schönes Freiheitslied und es war eine sehr bewegende Zeit. Wir waren damals mit der Schulklasse noch so August, September, so genau weiß ich es nicht mehr, 1989 in der DDR. Die existierte damals noch und man hat es schon gespürt. hat man diesen Wind of Change Ja, schon das hat man gespürt. gespürt. Und das Lied war da auch aktuell. Und das war sehr prägend und wir waren dann wenige Monate, kann man sagen, später, auch mit der Schulklasse 1990, am 3. Oktober zur Deutschen Einheit vorm Reichstag. Das war ein Ausflug nach Berlin, der lange geplant war und dann historisch an dem Moment stattfand. Also ich war dabei, als sozusagen die Wiedervereinigung kam, die Fahne hochgezogen wurde auf dem Reichstag. Und jetzt wird es vielleicht köstlich bei uns hier in der Wählbar. Es geht zu den Koalitionscocktails. Sie können einen Cocktail nach Wahl mit den Farben Ihrer Wahl zusammenstellen. Ute hat Schon mal gelb Cocktailfarben. ausgesucht. Ja, die Vermutung Gelb ist liegt dabei. nahe, dass Sie ein bisschen Gelb Gelb haben ist dabei, wollen, viel Gelb erstmal. Viel Gelb. Ruhig. 5,1% Gelb. Nein, 10 wäre gut. Über 7,5 ist auch gut. Was darf es denn noch sein? Machen wir ein bisschen Schwarz rein. Schwarz wie CDU. Also perfekt. Auch die Kombination, auch die Mengenverhältnisse würde ich sofort nehmen. Noch ein bisschen Rot, noch ein bisschen Grün, was hätten Sie da? Also Weil das wäre ist ja schon, nicht reich. wär schon ganz gut.
CDU und FDP wird ja vermutlich nicht reichen. Wenn das nicht reicht und da noch was unbedingt rein muss, dann würde ich ein bisschen rot nehmen. Ein bisschen rot. Sehr gut. Das trinke ich jetzt mal. Gucken, wie das schmeckt. Wohl bekommt's. Wie nennen Sie den Cocktail denn? Wie heißt der auf der Karte? Deutschlando. Schwarz-Rot-Gold. Für Hessen. Dann vielen Dank, dass Sie uns heute besucht haben. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ja, mal gucken. Zieh mal die Jacke aus, das können Sie gerne machen.